Schön, dass ihr bei meiner Food Lounge wieder mit dabei seid. Ich habe für euch heute ein ganz einfaches, leckeres Rezept. Und zwar zeige ich euch heute einen Wikingertopf, den ich etwas abgewandelt habe, mit Nudeln, die ausschauen wie Reis. Viel Spaß! Wir brauchen für ungefähr 4 bis 6 Personen 600 Gramm Rinderhackfleisch, eine Zwiebel, ein Ei, 2 bis 3 Esslöffel Semmelbrösel, einen Teelöffel Salz, einen Teelöffel Pfeffer, 1 bis 2 Teelöffel gemischte Kräuter, zum Beispiel Thymian, Petersilie und Oregano, einen Teelöffel geräuchertes Paprikapulver, einen Esslöffel Senf und Öl zum Anbraten. Dann für die Soße eine kleine Zwiebel, 500 Milliliter Gemüsebrühe, einen Esslöffel italienische Kräuter, 400 Gramm Erbsen und Karotten, ich hatte gefrorene, 200 Gramm Schmelzkäse und dann brauchen wir so 150 bis 200 Gramm von den Nudeln, die ausschauen wie Reis. Da gibt es unterschiedliche Sorten. Als allererstes müssen wir unsere Hackbällchen zubereiten. Dazu gibt ihr einfach das Hackfleisch in eine Schüssel. Ihr könnt übrigens auch gemischtes oder Pute nehmen, es ist völlig egal. Da kommen jetzt die ganzen Kräuter dazu. Dann noch das Ei, die Zwiebeln, die wir natürlich vorher klein gehackt haben, also schälen und klein würfeln. Und die Semmelbrösel. Wer Semmelbrösel nicht mag, kann auch eine Semmel einweichen und sie dann ausdrücken, so wie man es früher gemacht hat. Mache ich schon lange nicht mehr. Warum? Keine Ahnung. Dann kommt noch der Senf dazu. Ich nehme hier immer Dijon-Senf und dann wird das Ganze gut miteinander vermengt. Und dann habe ich hier so einen Makronenausstecher. Ihr müsst jetzt wirklich diese Hackbällchen nicht loslaufen und euch einen kaufen, bloß ich finde das echt genial für Hackbällchen, da hat man dann immer so die gleiche Größe. Ihr könnt aber auch einen Löffel nehmen, funktioniert auch, einwandfrei. Ja, dann formen wir Kügelchen. Die hatten jetzt hier bei mir einen Durchmesser, das war einer mit 5 cm. Das machen wir mit dem ganzen Hackfleisch. Ich habe jetzt nicht abgezählt, wie viel es geworden sind. Es waren auf jeden Fall jede Menge, deswegen ungefähr so 4 bis 6 Personen. Die müssen wir jetzt anbraten. Und zwar da brauchen wir eine Pfanne dazu. Geben wir etwas Öl hinein, erhitzen das und dann lassen wir einen Teil, nicht alle auf einmal reingeben, anbraten. Und zwar von jeder Seite so richtig schön kross. Wenn die dann angebraten sind, rausnehmen und dann die nächste Ladung hinein. Und so sah es dann aus. Dann geht es weiter mit der Soße. Ich habe jetzt hier einen Topf, habe aber das Öl von der Pfanne genommen, habe es umgeschüttet. Ich hätte es auch in der Pfanne machen können, aber meine Pfanne fand ich ein bisschen zu niedrig für Soßen. Da habe ich die kleine Zwiebel gewürfelt und klein geschnitten, angebraten und dann kommen die Nudeln dazu, kurz mit anbraten und dann gieße ich das Ganze nur mit der Hälfte der Gemüsebrühe auf. Das lasse ich dann so gute 5 Minuten köcheln. Die Nudeln brauchen ungefähr so 12 Minuten. Ja, und nach 5 Minuten gebe ich das gefrorene Gemüse dazu. Ihr könnt auch frisches nehmen. Einfach mit hinein und das Ganze nochmal so gute 5 Minuten mitköcheln lassen. Und dann gebe ich erst den Frischkäse mit hinein. Einfach so eine ganze Packung, das langt vollkommen. Einrühren und dann auch nochmal aufkochen lassen. Ich habe dann nochmal nachgewürzt mit Kräuter. Ihr könnt auch frische nehmen. Ich habe aber in meinem Garten nur Petersilie und deswegen habe ich getrocknete genommen. Und dann, wenn so 12 Minuten ungefähr rum sind, kommen die Hackbällchen noch kurz mit hinein und dann darf das Ganze nochmal kochen. Und zwar sollte das alles ein bisschen sämiger werden, also dickflüssig. Und dann ist der Topf fertig. Das war so lecker. Das ist wirklich einfach, okay, mit den Hackbällchen eine kleine Arbeit, aber es lohnt sich. Ja, das war jetzt das Rezept von meinem Wikingertopf. Wer die Nudeln nicht mag, der lässt sie einfach weg. Man kann auch Kartoffeln dazu essen oder andere Nudeln oder auch Reis. Also eigentlich kann man dazu essen, was man möchte. Der Topf ist mega einfach, super lecker. Und perfekt jetzt dann für die Herbstzeit. Ja, das war's dann auch von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal und wir sehen uns ganz bald wieder. Dann wünsche ich euch noch einen tollen Tag. Bitte bleibt gesund, passt auf euch auf und bis demnächst. Tschüss.